Sometime you'll win, sometime you'll lose. Was geht ab YouTube? Pascal ist so Bodybuilding in the building. Und wir kommen mit einem neuen Video und es ist viel kälter als es aussieht. Okay, sieht wahrscheinlich auch kalt aus, ne? Ist auch kalt. Ich wollte eigentlich sagen, es ist mir zu kalt für dieses Outfit. Und es fängt an zu regnen. Perfekt halt. Es ist Zeit für ein neues Format, zumindest eine Kleinigkeit. Wie ihr wisst, verbringe ich die meiste Zeit am Computer und bearbeite Support-Anfragen von euch, was das Training angeht. Also meine Trainingspläne, die man in Programmform kaufen kann oder auch die individuellen Planungen. Ich mache eigentlich für beide ausgewogen gleich viel Support. Also auch wenn du einen Plan bei mir, also das Progress Trainingsplanung zum Beispiel, dir geholt hast, was ja ein vorgegebener Plan ist, den du dir individualisieren kannst, mache ich dafür genauso viel Support. Also du kannst mir da immer E-Mails schreiben. Und da kommen natürlich immer gewisse Fragen. Und viele Fragen sind auch sehr ähnlich. Und ich bin der Überzeugung, dass, auch wenn ich eine Frage das erste Mal höre, sie garantiert nicht das erste Mal vorkommt. Ne? Also manchmal ist der Einzige nur der Erste oder der Erste ist nicht der Einzige oder sonst was, sondern er ist nur der sich jetzt getraut hat, diese Frage auch mal zu stellen und sie schwirrt bei vielen vielleicht im Kopf rum. Das heißt, in diesem Format will ich mir so ein paar Trainingsfragen mal vornehmen, die eben kommen und so ein bisschen auch das Thema Trainingsplanung so ein bisschen aufdröseln und eben so die meistgestellten Fragen. Auf jeden Fall hagelt es jetzt auch so ein bisschen. Und es ist auch scheiße kalt. Egal. Alles fürs Video. Ich habe eine Frage bekommen. Ich sage jetzt noch nicht, von wem die ist und ich verändere auch so ein bisschen die Frage, weil die war ein bisschen anders, aber ich passe die jetzt mal ein bisschen dahin ein, dass sie halt den Kern der Frage ein bisschen rausarbeitet. Ne? Und praktisch war der Kern der Frage, ja, ich habe deinen Plan bekommen und in Woche 4 habe ich gelesen, hat vorausgeschaut, dass ich mit 100 Kilo ein 3x5 machen soll. Das schaffe ich aber gerade nur so. Das ist schon ziemlich schwer. Da ich eben nicht weiß, ob ich das dann packe, kann ich auch ein 5x3 machen. Weil es ist ja dasselbe. Ne? 3x5 sind 15, 5x3 sind auch 15. Und das Ding ist halt, nein, es ist nicht dasselbe. Ne? Und es liegen jetzt ein paar Probleme vor. Zum einen, schaut euch den Plan, also das waren ja, leicht fortgeschrittene Lifter. Die Zahlen habe ich mir gerade ausgedacht, aber die sind schon gar nicht so unrealistisch. Wo man halt sagen kann, okay, in 3 Wochen kann viel passieren. Und am Ende der 3 Wochen ist es gut möglich, dass du diese 3x5 in der 4. Woche easy packst mit dem Gewicht. Ne? Also guck erstmal nicht voraus. Es gibt leider nicht die Möglichkeit, das Excel so zu designen, dass Woche für Woche nur auftauchen. Das würde ich aber vielen oft empfehlen, weil sie halt dann so durch den Plan gehen. Ich kenne es ja von mir selbst auch. Mein Coach schreibt mir wöchentlich meinen Plan, damit genau dieses Problem nicht kommt. Ne? Ich kenne es eben auch, dass man vorausschaut, um zu gucken, was dann noch so auf dem Plan steht und ob man denen dann schon gewachsen ist und sich auch so ein bisschen, dann wirst du natürlich auch ein bisschen aufgeregt so und hast Bock drauf. Ne? Also ich kann es super gut verstehen, aber es ist nicht gut, wenn dann diese Fragen aufkommen. Und der zweite Punkt wäre halt, dass er das dann direkt ändern wollte. Na, und da muss man halt sagen, das ist dann ein Problem, weil du den Plan ändern willst, bevor du ihn überhaupt gemacht hast. Ne? Und dahinter steht halt so ein bisschen, also zumindest vermute ich das, die Ansicht, und das wurde auf YouTube ja auch oft jetzt in den letzten Jahren mit diesem ganzen der Evidence-Based-Bewegung kam das ja so auf, ja, ist doch egal, weil ist doch dasselbe. Ne? Der wichtigste Treiber für unseren Fortschritt ist das Volumen. Das Volumen ist bei 5x3 gleich und auch bei 3x5. Die Sache ist halt es ist halt nicht gleich, weil es bei verschiedenen Intensitätsbereichen stattfindet und bei verschiedenen Belastungen. Also prinzipiell ist es schon nicht verkehrt, dass es die gleiche Tonnage ist, aber das wird nicht den gleichen Trainingseffekt haben. Und zwar schon gar nicht, wenn das wieder auch einen Einfluss nimmt auf dein Training auf lange Sicht, so was zum Beispiel Pausenzeiten angeht, was deine Adhärenz angeht, ne? Weil so kann dir das Training auch mal, kaputt machen. Also in einem also es gibt sicherlich ein Szenario, wo das auch Sinn macht, dann. Ne? Nur in diesem Szenario eben nicht, denn dieser Athlet, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber so würde ich es wahrscheinlich machen, hatte wahrscheinlich schon das höchste Volumen bei einer gewissen Intensität in einer Einheit eingeplant. Zum Beispiel ein 3x3 bei einer Intensität über 85. Okay, das ist schon sau schwer. Nehmen wir mal 80 für den Einstieg, aber das macht nichts, auch vielleicht bei 82. Die macht er schon einmal in der Woche. Das heißt, für dieses Training haben wir schon den Bereich hohe Intensität abgedeckt mit genug Volumen. Wenn du jetzt noch ein 5x3 dazu ballerst und kriegst praktisch 15 Reps bei hoher Intensität rein. Und hohe Intensität bedeutet hier nicht unbedingt schon das Gewicht auf der Stange, aber 80% können auch so schwer sein, 85 auch. Das kommt einfach auf den Trainee an. Ne? Das würde halt uns einfach nicht zum selben Ziel führen.
Und daher kommt das, dass er noch ein 3x5 machen soll mit einem reduzierten Gewicht, um einfach noch mehr Volumen reinzuholen, noch mehr üben kann, also die Bewegung üben kann, bei eben nicht so schweren Gewicht und eben Volumen reinbekommt. Ne? Sonst könnte man ja, ich meine, um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben, wenn ich 4x10 auf dem Plan habe, ich habe aber genug Zeit, weil ich bin Profisportler, da kann ich ja auch einfach ein 40x1 machen. Kann ich ja viel mehr Gewicht bewegen, hat einen viel geileren Effekt auf meine Kraft. Ich meine, es ist wahrscheinlich für die meisten klar, warum das nicht so viel Sinn macht und ich das niemandem empfehlen würde. Also die Probleme, die ein bisschen dahinter liegen, ist halt der Gedanke, dass Tonnage das ist, was uns nach vorne bringt und wenn wir die erreichen, auf egal welche Art, egal bei welcher Intensität, dann kommen wir voran. Und das ist halt einfach eine falsche Annahme. Es macht schon Sinn, seine Tonnage, also sein Gesamt, was man bewegen soll, auf verschiedene Wiederholungsbereiche aufzuteilen, auf verschiedene Intensitäten aufzuteilen und auch Zehner zu machen. Also nur weil du Powerlifter bist, heißt nicht, dass du keine Zehner machen sollst. Aber man muss auch sagen, nur weil du Bodybuilder bist, heißt nicht, dass du nur Zehner machen sollst. Also das Ganze ist wesentlich individueller und komplexer, als man denkt. Und ich komme jetzt mal ein bisschen weiter dazu, wie du das dann nachher sinnvoll für dich implementieren kannst. Denn wirklich wichtig ist im Grunde für dich nur, etwas zu machen. In erster Linie. Also kommt natürlich auf deinen Trainingsstand an. Aber wie gesagt, von dem Athleten, den ich gerade rede, der war halt so im mittleren fortgeschrittenen Bereich, anfangs fortgeschritten. Da ist viel wichtiger, zum Beispiel den Trainingsplan, den ich ihm geschrieben habe, dass er den mal macht, einfach mal so durchführt, wie ich ihn geplant habe, nicht mehr viel dran rumbastelt, nicht in Woche 4 guckt und schon wieder irgendwas ändert, sondern den einfach mal einen Zyklus macht. Und dann kann er immer noch sagen, was scheiße war an dem Zyklus. Ne? Das bedeutet, du guckst zurück, die letzten 6 Wochen oder 8 Wochen und merkst dir einfach mal, vielleicht hast du dir auch schon während des Trainings was notiert. Ne? Ich meine, das Training bei mir in den Tools ist meistens auch adaptiv. Also du kannst dann auswählen, habe ich es gepackt, ja, nein. Und das hat dann Einfluss auf deine Steigerung oder nicht. Dass man sich das halt mal anschaut, rückblickend und dann halt irgendwie eine Entscheidung macht, was war kacke, was war gut. Das, was gut war, behalten wir bei. Das, was kacke lief, das tauschen wir natürlich aus. Und so arbeitest du dich dann praktisch annäherungsweise an ein gutes Training für dich heran. Ne? Und das kannst du im Grunde nur rückblickend machen, wie der große Steve Jobs schon gesagt hat, you can only connect the dots looking backwards. Also wenn du zurückschaust und dein Training beurteilst, kannst du rausfinden, was gut funktionierte, was nicht, um das nach vorne, ne? Also wenn du dein Zukunftsgericht planst, ein bisschen zu justieren. Ne? Und ein bisschen zu justieren bedeutet eben auch nicht alle Faktoren gleichzeitig zu ändern, sondern eben ein bisschen was zu ändern. Zum Beispiel die eine Übung, bei der Intensität hat nicht so gut geklappt. Okay, dann tauschen wir sie aus. Ne? Und genauso eben auch bei den verschiedenen Belastungsspektren. Und das ist eben das. Es ist ja auch, wie gesagt, durch diese Evidence-Based YouTube-Geschichte ein bisschen aufgekommen, dass du im Vorfeld deinen perfekten Plan planen kannst. Dass du den aufschreibst, dass du alles beachtest, genau das hier, MRV, Shit, Bullshit und dann ziehst du das einfach durch und dann wirst du Erfolg haben. Nein, so funktioniert es nicht. so leicht und so schön es wäre, ne? Und so wie es halt auch versprochen wurde durch diesen Trend, so einfach ist es nicht. Denn was viel mehr Sinn macht für die meisten eben in diesem Trainingsbereich, Anfänger, leicht fortgeschritten, ist eben einen Prozess auf die Beine zu stellen und den also nach und nach zu justieren und dabei sind eben auch keine Grenzen gesetzt. Die Übung ist nicht effizient oder die kann man pauschal meistens so gar nicht sagen, sondern sie ist vielleicht in dem Szenario nicht effizient. Also sie ist für dich vielleicht nicht gut. Das heißt aber nicht, dass sie für jemand anderen nicht gut sein kann. Ne? Und wie gesagt, was ich nur mitgeben möchte, ist eben, dass man ein bisschen davon wegkommt, ein bisschen Abstand nimmt. Und was viel wichtiger ist für die meisten, anstelle irgendwie sich den Kopf zu zerbrechen über den perfekten Plan, den Plan, den du hast oder bekommen hast, dir erarbeitet hast, wie auch immer, dir gekauft hast, keine Ahnung, einfach mal zu machen und dich nach 6 Wochen bei dem Macher, zum Beispiel dann in dem Fall bei mir oder bei jedem anderen Coach oder so, also je nachdem, was du hast, wenn du ein Coaching hast, dann hast du natürlich mehr Feedback, zurückzumelden und einfach mal zu sagen, was lief gut, was lief schlecht. Und hey, dann plant man den nächsten Zyklus, wo es besser, wo es schlechter ist, wo man es besser oder schlechter macht, wo man das Bessere schlechter macht, wahrscheinlich, wo man das Schlechtere besser macht und das Schlechtere halt und das ganz Schlechte halt rauskickt. Ja, ich mache es zum Beispiel so, weil ich bin ja auch daran interessiert, dass die Leute Erfolg haben. So, ne? Mir kommt es auch nicht wirklich aufs Geld an, auch wenn das für mich ein guter Verdienst ist. Wenn du dich nach 6 Wochen meldest und sagst, hey, ich möchte jetzt den Plan verändern, das und das war kacke und so, ist das meistens von mir eine ganz normale Supportleistung, die umsonst ist. Also du musst nicht gleich eine Anpassung kaufen an einen Plan oder sonst was. Schreib mir einfach mal eine Mail, wir schnacken. Wenn ich sage, das ist mir jetzt zu viel, du wünschst dir zu viel, keine Ahnung, dann werde ich dir das schon sagen. Aber in den meisten Fällen habe ich und nimm mir gerne die Zeit dafür. Ne? Das finde ich gehört zu meiner Dienstleistung ein bisschen dazu. Naja, aber auch bei anderen Templates oder so, mach erstmal was, anstelle die ganze Zeit an etwas rumzubasteln. Und schau nicht 4 Wochen voraus, um dann schon Änderungen zu machen oder so. Okay, jetzt kommt der Real Hagelauf. Pascal zu checken out, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch dieses Format gefällt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe Lust, das mal ein bisschen öfter zu machen, weil ich kann mir halt immer mal die Fragen merken und mitschreiben, die ich bekomme, von denen ich erwarte, dass sie mehrere haben könnten. Und dann kann ich die in so einem Video hier behandeln, weil dann trifft es halt doch auch mehr Leute. Ne? Yes.
Wie gesagt, das soll es zum Video gewesen sein. Passt zu checken out. Peace, bro. Drop the mic. Spaß. Plotting on ways that we can make a million. Whoa, yeah. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.